man sich hinsetzt und alle guten Filme aufzählt, die auf Videospielen basieren, dann fängt man vielleicht mit Silent Hill an, dann redet man noch über Resident Evil Degeneration, den aber sowieso niemand kennt, und erwähnt dann am Rande vielleicht noch Final Fantasy, dann ist man aber auch tatsächlich durch. Letztes Jahr hat man große Hoffnungen in Assassin's Creed gesteckt, weil Justin Kurzel Regie geführt hat und Michael Fassbender und Marion Cotillard mitgespielt haben, aber der Film enttäuschte maßlos. Nun gibt es einen weiteren Film, der den Fluch der misslungenen Videospielverfilmungen brechen möchte. Der Norweger Roar Uthaug hat sich nämlich auf den Regiestuhl gesetzt und die talentierte Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander als Lara Croft gecastet. Diese Woche erscheint der lang erwartete Film Tomb Raider und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier auf unserem Kanal Cinema Strikes Back. Wenig überraschend beginnt der Film nicht in einer Gruft, in einer Tomb, sondern mit einem Prolog, der von der sagenumwobenen japanischen Königin Himiko handelt. Vor Jahrtausenden sei sie als Göttin des Todes gefürchtet worden. Richard Croft begibt sich auf die Suche nach ihr und verschwindet vor der japanischen Küste auf einer sagenumwobenen Insel. Nach 7 Jahren hat seine Tochter, die junge Lara Croft, den gigantischen Konzern ihres Vaters noch immer nicht übernommen. Nach einem überraschenden Hinweis beschließt sie, aufzubrechen und ihren Vater vor der japanischen Küste aufzusuchen. Eigentlich müsste ich diesen Actionfilm in 2 verschiedenen Videos besprechen. Einmal für die Zuschauer, die mit Tomb Raider nicht viel zu tun haben und vielleicht den einen Film mit Angelina Jolie gesehen haben, beziehungsweise die 2 Filme. Und einmal für die das 2013 erschienene Reboot gezockt haben. Wie die meisten Spieler und Kritiker hat mich das Spiel nämlich für Tage vor dem Bildschirm gefesselt und tatsächlich, der Actionfilm basiert in vielen Aspekten auf dem Spiel. Da spürt man förmlich durch die Leinwand, wie die japanische Spielefirma Square Enix das Projekt überwacht haben muss, um sein brandneues, heiliges Franchise zu hüten. Square Enix hat schon durch Spielereien wie Life is Strange, Deus Ex und natürlich auch Final Fantasy immer wieder bewiesen, wie viel Wert sie auf eine gute und außergewöhnliche Story legen. Dabei zeigt schon die erste Szene nach dem Prolog, in welche Richtung sich dieser uninspirierte Actionfilm noch hinentwickelt. Wir beginnen in einem Boxring und zeigen eine Lara Croft, die regelrecht niedergeprügelt wird. Ryan Coogler hat in Creed gezeigt, wie intensiv so eine Szene wirken kann, wenn man eine gesamte Runde am Stück dreht, ohne irgendwie die ganze Zeit dazwischen zu schneiden. Tomb Raider hingegen zerschneidet in allerbester Taken 3-Manier die gesamte Szene und setzt jede halbe Sekunde, gefühlt jeden dritten Frame einen Schnitt. So macht der Film schon zu Beginn nicht gerade Lust auf mehr und er steigert sich dann sogar noch weiter in sein Jammertal hinein. Es ist nämlich eine vollkommen altbackene Story. Lara Croft ist eine wunderschöne, intelligente und talentierte Frau, die aber in einem eintönigen Alltag gefangen ist und sich nicht entfalten kann, so wie sie möchte. So dröppelt der Beginn in London uninteressant vor sich hin. Und als Zuschauer wartet man eigentlich die gesamte Zeit darauf, dass der Film endlich aus der Stadt rauskommt. Schließlich heißt es ja auch Tomb Raider. Letzten Endes ist und bleibt Tomb Raider eine schon 1000-mal gesehene Origins-Geschichte, in der Lara Croft schwach und verletzlich beginnt. Immerhin dürfen wir dann eine ganz witzige Szene mit Comedy-Schwergewicht Nick Frost sehen, die aber dann auch unnötig in die Länge gezogen wurde, bei der nicht ganz klar ist, warum sie überhaupt da ist und Lara Croft sogar auch in einem unfassbar unsympathischen Licht dastehen lässt. Ohne was spoilern zu wollen, verlässt Lara aber dann die europäische Insel und gelangt zu der verfluchten Insel Yamatai, die Tomb Raider-Zocker aus der neuen Tomb Raider-Spielereihe bestens kennen dürften. Dabei gibt es Szenen, zum Beispiel die mit dem Fallschirm im Wald, die man 1:1 aus dem Spiel für den Film rausgenommen hat. Genau an diesem Punkt im exotischen Setting dieser japanischen verfluchten Insel entwickelt der Film aber endlich seine Spannung und als Zuschauer wird man dann Zeuge von waschechter, brutaler Gewalt. Nur leider wirkt das Gesamtgeschehen wie ein x-beliebiger Actionfilm mit einer überaus flachen Handlung, in der es auch Alicia Vikander meiner Meinung nach nicht schafft, ihrer Figur besonders Leben einzuhauchen. Alicia Vikander kauft man zwar durch ihre Fitness und ihre Muckis die Rolle ab, aber Lara Croft bleibt am Ende eine wahnsinnig langweilige und eindimensionale Figur. Natürlich darf man bei einem Tomb Raider keine komplexe und mit Twists überladene Handlung erwarten und besonders vielschichtige Charaktere. Dennoch ist es teilweise traurig, für wie dumm der Zuschauer gehalten wird, wenn man bedenkt, dass innerhalb des Films Szenen wieder ins Gedächtnis gerufen werden, die wirklich 2 Minuten zuvor passiert sind. Teilweise agiert Lara Croft auch wahnsinnig dämlich und könnte viele Momente klüger agieren. Und so erinnerte mich
gerade ihre Figur teilweise schon an Tom Cruise aus dem Die Mumie Remake vom letzten Jahr, der hatte ähnliche Krankheiten, der Film. Die interessante und bedrückende Handlung aus dem Spiel wurde für den Film massiv heruntergekürzt, heruntergewässert und die tatsächliche Brutalität aus der Spielereihe, die wurde über weite Strecken nicht in den Film mit reingearbeitet. Es gibt zwar 2 Szenen, in denen die Brutalität noch rüberkommt, es ist aber offensichtlich, dass der Film im Vergleich zu dem Spiel mehrere Gänge zurückgeschaltet hat. Nicht, dass Brutalität jetzt ein Qualitätsmerkmal ist, um Himmels Willen, aber dennoch ist es schade, dass man sich zwar am Spiel orientiert, aber einen so wesentlichen Punkt in der Handlung außen vor lässt. Vor allem, weil das Spiel ja gerade diesen interessanten Konflikt durchleuchtet, dass ein liebes und nettes Mädchen wie Lara Croft zu überaus brutalen und blutigen Gräueltaten gezwungen wird. Stattdessen gibt es im Film ein Filmklischee nach dem anderen. Es gibt super weite Sprünge, die dann in Zeitlupe gezeigt werden, nur um zwischendurch dann von austauschbaren und konstruierten Dialogen unterbrochen zu werden. Oder Momente, in denen Lara Croft stupide in der Gegend herumguckt und der Film Flashbacks zeigt, die 2 Minuten zuvor passiert sind, um dem Zuschauer noch das kleinste Detail zu erklären. So fühlt sich Tomb Raider über weite Strecken wie ein Actionfilm an, den man schon 1000-mal gesehen hat. Daher möchte ich diesem Film auch nur durchschnittliche 5 von 10 Punkten geben. Spiele erzählen schon seit langer Zeit hochkomplexe und tolle Geschichten. Dieser Film schafft das aber leider zu keinem Zeitpunkt. Das Spiel Tomb Raider hat noch mit seiner Atmosphäre, seiner Grafik und seinem Gameplay gefesselt, insbesondere der verfluchten Insel. Das hat sehr, sehr viel ausgemacht. Dem Film fehlt aber jeglicher Charme. Und selbst die meisten Gags möchten einfach nicht zünden. So wirkt die Handlung im japanischen Dickicht über weite Strecken wie eine Kopie von Rambo oder Indiana Jones, ohne qualitativ auch nur ansatzweise ranzukommen. Selbst die orchestrale Musik im Film wirkt austauschbar und so, als hätte jemand versucht, die Musik aus Indiana Jones irgendwie zu kopieren. Auch die verschiedensten Fallen, die wir im Film sehen, kennt man in dieser oder jenen Form aus Indiana Jones. Oder zum Beispiel aus Doc Savage, von dem sich Indiana Jones hat inspirieren lassen, also George Lucas und Steven Spielberg. Und zwar sind einige Totalen und Kamerafahrten in Tomb Raider durchaus gelungen. Dafür wirkt das Schauspiel über weite Strecken hölzern und der von Walton Goggins gespielte Bösewicht ist ein einziger austauschbarer Witz, der völlig uninteressant ist. Letzten Endes verbleibt mit Tomb Raider der okayeste Actionfilm aller Zeiten, der im Laufe der Handlung dann zwar spannender und besser wird, aber trotzdem keinerlei emotionalen Impact hinterlassen möchte und in keinem Aspekt irgendwie besonders ist. Ich persönlich würde eher empfehlen, das Spiel zu zocken, statt das Geld für eine Kinokarte auszugeben. Tomb Raider ist am Ende nicht mehr als ein durchschnittlicher, 1000-mal gesehener Actionfilm, den man sich ruhig mal an einem verkaterten Sonntagnachmittag auf ProSieben geben kann, aber mehr auch leider nicht. Man bekommt das, was man von einer Tomb Raider-Verfilmung vielleicht erwartet, aber eben nicht mehr. Dabei war das Potenzial für mehr da und besser als der trashige, aber auch unterhaltsame Tomb Raider mit Angelina Jolie ist dieser Film meiner Meinung nach auf jeden Fall. Was sagt ihr? Habt ihr es erwartet, dass dieser Film eher mau wird oder guckt ihr den Film auf jeden Fall trotzdem? Mochtet ihr den Film vielleicht sehr viel mehr als ich? Habt ihr den schon gesehen und denkt euch, was labert dieser Typ da? Das ist doch vollkommener Blödsinn. Schreibt eure Meinung unbedingt mal in die Kommentare und checkt auch mal den Daumen hoch-Button aus. Der ist ziemlich cool, da kann man draufklicken und das macht Spaß. Und genauso ist auch unser Abonnieren-Button und die Glocke daneben. Macht das unbedingt, abonniert unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hier auf unserem Film-, Serien- und Comic-Kanal Cinema Strikes Back.